Da haben wir die Biberburg. Und hier ist die alte Burg. Und die ist auch eingebrochen. Das ist nur ein Ausstieg. So, hier ein Blick auf die Biberburg. So, und gleich in der Biberburg hast du einen Damm. Und dann hast du gleich da hinten den Damm, den ich vorhin schon gehabt habe. Sozusagen zwei Dämme hintereinander. Wahrscheinlich stützt der untere Damm den unteren Damm mit dem Wasserdruck. Da ist die Biberburg. Das ist ein kleiner Schwenk über den Rückstau. Und da sieht man dann schon den nächsten Damm. Der hat auch eine ordentliche Höhe. So, da wo die Pfütze ist, da war der erste Damm. Dann da ist der zweite Damm, da die Biberburg. So, der Rückstau. Und da hat es den nächsten Damm. Ja, der hat wirklich eine gute Höhe, der Damm. Also mal einen Blick zurück. Da ist die erste Biberburg, ich würde sagen die Hauptburg. Da hast du den Damm. Und da hat der Biber noch einen Zweitwohnsitz. So, da ist ein Fischweiher. Und jetzt geht er da unter der Straße durch, der Bach. Schauen wir mal, ob es da weitergeht. So, kurz vor dem Rohr hat der Biber gerade den Damm errichtet. Erstaunlicherweise hat er nicht einfach das Rohr zugestopft. Erstaunlich. Ja. Und ich glaube, die Kurve habe ich schon den zweiten gesehen. Ja, genau, da hat es einen zweiten Damm. Hinter der Straße. Naja, zu dem Damm kommt noch hin und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo durchschlagen können. So, es ist der zweite Damm hinter der Brücke. Sieht man es hier nicht wirklich, aber hier ist auch wieder ein Damm drin. Vielleicht kriegen wir von der Seite besser. So, jetzt den Damm da von der Seite. So. Den Damm hier hätte ich jetzt beinahe überlaufen. So, kann gut sein, wenn ich am Ende vom Biberrevier bin.
Weil das so flach runter hat es bisher noch nicht kommen lassen. Das Wasser. Ich habe mich getäuscht, da kommt noch einer. Aber hinter dem ist es echt ganz flach. Und dieser Damm wird auch hin wieder rausgerissen. Das ist eindeutig Material da zum Rausreißen. Aber da kommt was von oben, weil hier fließt nebendran was. Da sieht man schon, muss irgendwo von weiter oben kommen. Da muss es noch was haben. Aber jetzt wird es immer schwieriger, hier irgendwo durchzukommen. So, um jetzt da hinzukommen, habe ich durch dieses Gebüsch da mich durchschlagen müssen. Und es schaut hier nirgendwo besser aus. Oh, das ist eine gute Frage. Ist die Überschwemmung hier noch vom unteren Staudamm von vorhin? Und verbirgt sich da noch mal einer. Aber da komme ich nicht hin. Da ist alles dicht. So, hier ist der Wasserstand im Bach sehr niedrig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob noch einer kommt. So. Hier sieht man besser, dass wirklich nicht mehr viel Wasser ist. So, die Tankstelle habe ich genutzt und bin durchs Bachbett gelaufen. Und schwupps stehe ich beim nächsten Damm, der aber sehr durchlässig ist. Im Vergleich zum anderen, die waren eigentlich alle dicht. Und da strömt es ganz schön unten drunter durch. So, den Damm so gut wie es geht noch mal von der Oberseite. Aber sieht man natürlich jetzt nicht allzu viel. Hier schon im nächsten Damm. Also kommen wir mal erst, wenn wirklich der natürliche Wasserstand erreicht ist. Das ist auch wieder sehr undicht. Strömt alles unten drunter durch. Ich nehme an, das sind mehr so Dämme für den Sommer, wenn man die Felder abernten kann. Und hier wird dann das Kraftfutter für den Biber angebaut. Wie es halt so ist, Feld und Biber verträgt sich nicht. Da ist hier mal einer rausgerissen worden. Von diesem streng geschützten Nagetier aus Bayern. Also man sieht, da wo der Baum etwa quer liegt, war der letzte Damm. Also der eingerissene meine ich. Hier ist schon der nächste Damm, aber der flutet nicht das Feld. Und auch hier unten sehr undicht. Hier hat der Biber eine Verrohrung zugemacht. Aber sagen wir so, die Brücke wird eh nicht mehr gebraucht. Da ich doch am Ende bin, schon lange kaum mehr Wasser drin. Aber ich kann ein bisschen weiter vorgehen, dass ich dann da am Waldrand entlang zurücklaufen kann. So, ganz gut, dass ich noch ein bisschen hochgelaufen bin. Dieser Bach hat einen richtigen Quelltopf. So, ich habe Glück. Es führt ein Weg am Wald entlang. Da komme ich gut. Schon ist die Hälfte des Weges zurück.